Heute schauen wir uns das Passiv im Französischen an und ich zeige euch die Bildung und die Verwendung und ein paar einfache Beispiele. Los geht's! Hier ist die Bildung vom Passiv im Französischen. Man nimmt être und das Partizip passé von dem Verb aus dem aktiven Satz, das dann ins Passiv gesetzt wird. Und die Verwendung fürs Passiv ist eben genauso wie im Deutschen. Wenn ihr einen aktiven Satz eben ins Passiv umschreibt, ein Beispiel dafür: Ich fahre das Auto wird gefahren. Und genauso ist es auch im Französischen. Dann habe ich hier die ganzen être-Formen aufgeschrieben, weil fürs Passiv ist es unglaublich wichtig, dass ihr être in jede beliebige Zeitform und so setzen könnt, damit ihr eben diese Sätze umschreiben müsst, weil die Verben können da ja in verschiedenen Zeitformen stehen und das Verb an sich müsst ihr jetzt nicht in allen Zeitformen können, weil daraus nimmt ihr dann ja immer das Partizip passé. Nur bei être müsst ihr das dann in die richtige Zeitform setzen und da gibt es ja sehr, sehr viele. Im Präsent, das müsstet ihr alle kennen. Je suis, tu es, il est, genau. Dann das Imparfait, da habt ihr den Stamm et und dann hier die normalen Endungen aus dem Imparfait. Passé composé, da habt ihr einmal hier avoir durchkonjugiert und dann hier das Partizip passé von être ist été. Im Plusquamperfekt dasselbe, été und dann aber das Imparfait von avoir. Im Futur Simple habt ihr ja immer diese Endung hier, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Also das hier, das letzte und die drei sind ja auch die Formen von avoir. Könnt ihr auch hier einmal kurz abgleichen. AI, AS, AI, AS, A, ONT. Und das hier sind die normalen ONS, EZ Endungen. Und der Stamm von être ist eben dieses ser. Das heißt, du hast serré, sera, sera und so weiter. Und dann im Futur Composé, das ist gar nicht so schwierig, da müsst ihr einfach aller hier durchkonjugieren können und dann einfach être, also das Infinitivform einfach hier hinten dran. Beim Subjunktiv, das müsst ihr auswendig lernen, weil das ist hier unregelmäßig. Être ist unregelmäßig beim Subjunktiv. Und da habt ihr einmal soit mit T, soyons, soyez, soyens. Und das Konditionnell, das hat dieselben Endungen wie das Imparfait, aber einen anderen Stamm. Und das könnt ihr direkt doppelt lernen, weil das Konditionnell und das Futur Simple haben denselben Stamm. Macht euch hier am besten auch nochmal einen Screenshot, dann könnt ihr das einmal lernen. Fürs Partizip passé, da würde ich jetzt nicht nochmal so tief drauf eingehen, aber hier einmal für die regelmäßigen Formen von Partizip passé, wenn der Stamm von dem Verb, also die Infinitivform, eben mit er endet, dann wird es einfach zum e. Das heißt, wir hatten hier manger mit er und das wird dann zu diesem e mit dem Allostroph. Und mit ir wird es nur zum i, also das heißt, wir machen das r einfach weg. Unser Beispiel fini mit r wird zu fini ohne das r. Und bei re wird es zu u. Das heißt zum Beispiel, wir haben vendre und dann wird es vendu. Und da gibt es übelst viele Ausnahmen. Die habe ich aber auch noch in einem anderen Video erwähnt. Das könnt ihr euch gerne auch angucken. Dann habe ich hier euch ein paar Beispiele nochmal aufgelistet, damit ihr das besser versteht. Und zwar haben wir hier unseren aktiven Satz. Das rote ist das aktive und dann das eher dieses passive. Und dann haben wir hier einmal le chat als aktive, dann das Verb manger. Und man sieht hier einfach, hier wird es getauscht. Das heißt, la souris übernimmt jetzt hier den aktiven Part. Und dann machen wir hier eben bei diesem manger, das ist im Präsens. Deshalb machen wir hier unser être auch im Präsens, gleichen das an diese Person hier vorne an und dann unser Partizip passé. Und weil es hier ja noch la ist, machen wir hier am Ende noch ein e dran. Das hier wäre tatsächlich auch schon ein fertiger passiver Satz, aber wir machen dann noch die Katze hier dran und schreiben dann par le chat. Also da müsst ihr mal par schreiben, wenn ihr noch das Tier dranhängen wollt. Dann hier ein neues Beispiel, aktives, passives, wird einmal getauscht. Hier haben wir Passé Composé, deshalb machen wir hier unser être ins Passé Composé, gleichen das an die Autos an, ont été réparés und dann noch hier ein e und ein s,
wegen les voitures und la voiture ist weiblich. Dann haben wir hier noch ein Beispiel mit le professeur, einmal getauscht, jetzt ist er da hinten. Expliquer, das ist imparfait und dann haben wir eben être auch im imparfait und dann sind wir fertig. Dann habe ich hier noch ein paar Aufgaben für euch. Pausiert euch jetzt das Video und bearbeitet die. Jetzt kommt die Lösung. Bei dem ersten haben wir wieder unser aktives, da unser passives, da das Verb. Das Verb steht im Präsens, das heißt, wir haben hier e respecté. Und hier habe ich noch markiert, ist da ein de. Und zwar gibt es hier noch eine Besonderheit, das konntet ihr bis jetzt noch nicht wissen, also auf jeden Fall von mir nicht. Und zwar ist dieses respecté, also respecte, ist ein Verb des Gefühls oder des geistigen Zustandes und da benutzt man de. Es ist eben ein Verb des geistigen Zustandes, weil es ist ja, man hat halt diese Geisteshaltung, dass man ihn respektiert, also diesen Professor und deshalb kommt dann da de dran. Das kommt wahrscheinlich aber nicht so oft vor, deshalb müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Im zweiten hier unser Wort, das hier dann unsere Hauptrolle spielt, le dîner. Hier unser Verb. Das steht im Futur Composé oder Futur Proche. Und dann machen wir hier eben unsere être-Form auch ins Futur Composé und dann hier wieder unser Participe passé. Dann das letzte noch, da haben wir hier plus que parfait und dann haben wir hier unser être auch im plus que parfait. Da unser Participe passé und ja, fertig. Das war's auch schon zum Passiv in Französisch. Wenn dir das Video geholfen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Lernvideos und bis zum nächsten Mal.